Also es ist ja für mich auch gerade das allererste Interview, das ich jetzt so mache für eine Serie. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch für euch jetzt bei der Veröffentlichung von der Staffel 2 von How to Sell Drugs Online fast so einiges anders war in Corona-Zeiten. Wie erlebst du das gerade? Ja, es ist sehr ruhig irgendwie plötzlich. Normalerweise ist es ja immer alles irgendwie mit Filmbranche, man feiert sich selber, man feiert irgendwie die Branche, man feiert das, was man gemacht hat. Und jetzt ist es so, jeder feiert das so alleine für sich in seinem Raum und tanzt dann halt alleine dazu. So. Also es war, es war in der Hinsicht sehr, sehr, sehr entspannt. Sprichst du gerade von der virtuellen Premierenparty? Von einer virtuellen Party. Alle machen Google Hangout Party. Ja. Nee, aber mal im Ernst, also was lief jetzt anders? Ihr hattet ja bestimmt auch keine Gelegenheit, die Serie alle zusammen zu gucken, oder? Tatsächlich nicht. Nee, 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 nee. Das ist Ach schade, so, weil es wirklich immer ja. ein Bonding-Experience irgendwie ist, so wenn man das zusammen gucken kann. Und das fehlt natürlich jetzt, aber ich glaube, wir haben die zweite Staffel so schön zu Ende gebracht während des Drehens, dass wir, glaube ich, irgendwie das noch so mitnehmen vom Gefühl her, wie wir das beendet haben. Und da wir jetzt alle sehr froh sind, das jetzt irgendwie teilen zu können einfach. Also ich entnehme dem, dass du sie natürlich auch schon gesehen hast. Was ist dein Fazit im Vergleich zur Staffel 1? Ich finde es tatsächlich lustiger. Ich finde es lustiger, ich finde es irgendwie gewiefter und ich hatte einfach mehr Spaß auch beim Drehen. Und es war von vornherein ja auch klar, meine Rolle war in der ersten Staffel nicht wirklich groß und es war irgendwie auch klar, der ist so der Antagonist in der ersten Staffel und am Ende der ersten Staffel kommt er eben dazu und baut mit dieses Business auf. Und jetzt in der dritten Staffel kennen wir in der zweiten Staffel kennen wir die Charaktere und können halt jetzt einfach sagen, so, yo, jetzt spielen wir mit denen, jetzt haben wir Spaß. Jetzt gucken wir mal, was passiert denn, wenn du wirklich Geld mit so einem Business machst? Was sind die Probleme, die auf einen zukommen? Und ich glaube das kann auch den Zuschauer sehr viel Spaß bringen. Ja, und du hast recht, deine Rolle, also Dan war ja nicht ganz so groß in der ersten Staffel und ich fand teilweise auch sogar, dass man mit dem nicht ganz so warm geworden ist, weil er dann irgendwie derjenige war, der an Lisa ran wollte und als Zuschauer wollte man das aber gar nicht so richtig. Was erfahren wir jetzt in der Staffel 2 Neues über Dan? Ich glaube, was ich unglaublich schön über Dan finde, ist halt so sein naiver Ehrgeiz, würde ich sagen. Also seine Naivität in dem Sinne, dass er hängt sich komplett rein und er versucht es wirklich. Er hat ein großes Herz, aber er hat nicht immer die Mittel, das auch so umzusetzen einfach. Und er hat nicht immer so die Weitsicht und vielleicht auch nicht die nötige Intelligenz unbedingt immer, um da mitzuhalten mit dem, was natürlich irgendwie, was Lenny und Moritz können. Und ich glaube, deswegen ist es eine spannende Kombination in diesen drei, die halt irgendwie alle so unterschiedlich sind. Die können so drei ganz unterschiedliche Charaktere dann zusammen so ein Projekt machen. Wie war das? Hattest du selber auch Mitspracherecht bei den Drehbüchern, wie sich Dan entwickeln soll? Also konntest du sagen, hey Leute, ich kam jetzt in der ersten Staffel nicht ganz so viel vor, macht da mal ein bisschen mehr in Staffel 2? Das ist ja sehr beliebt unter Autoren, wenn die Schauspieler hinkommen und sagen, hey Bro, just give me more work, you know? Nee, also ich glaube, das muss man einfach ehrlich mit allen Beteiligten sprechen. Und zwar von vornherein aber klar, wie ist diese Story konzipiert. Und es war ja auch klar, dass am Ende der ersten Staffel, da fängt die Geschichte erst richtig an. Also am Ende der ersten Staffel haben wir verstanden, was es geht. Das ist so eine kleine Serie. Normalerweise wären ja auch zwei Staffeln eine Staffel von einer normalen Serie, wenn du 10 mal 45 Minuten erzählst. Wir erzählen 6 mal 30. Das heißt, wir sind am Ende der zweiten Staffel, so am Ende der normalen ersten Staffel. Und da war es von vornherein klar, Dan wird Teil dieser Gang und ich glaube, das waren auch Gespräche, die man geführt hat, bevor wir die erste Staffel überhaupt angefangen haben, dass man wusste, wo geht die Reise hin und dass alle Beteiligten irgendwie die gleiche Vorstellung haben. Und dann bleibt man natürlich in Kontakt mit den Autoren und tauscht sich aus, was könnten Ideen sein. Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan von diesem Autorenteam. Also die haben großartige Arbeit geleistet und da muss ich auch einfach mal sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und ich bin der Schauspieler und die sind die Autoren. Ich glaube, das ist auch wichtig. Absolut. Und wie du schon sagst, ich finde auch, es ist noch witziger. Woran glaubst du, liegt es? Ja, definitiv. Die haben Schweizer ins Autorenteam geholt. Die Schweizer, die können es. Tatsächlich. Ich glaube, das ist witziger, weil man halt auch, man muss nicht mehr so viel Erklärbär machen. Also man muss ja eben nicht mehr sagen, okay, der ist jetzt der Vater von dem und so, sondern man kann halt einfach damit spielen und man hat so diese Settings, man hat die Charaktere. Ich glaube, deswegen macht es noch mehr Spaß, weil man quasi mehr bei den Charakteren sein kann, weil es dann eine Emotionalität haben kann. Es kann wirklich ja auch viel tiefsinniger quasi bei den Charakteren sein, weil ich mehr Zeit mit ihnen habe. Und im gleichen Moment kann es aber auch witzig dann sein, weil ich ja sie schon kenne. Und das Ganze ist halt einfach enorm kurzweilig, weil wie du sagst, 6 mal 30 Minuten. Bist du da als Schauspieler auch froh bei den Drehbüchern, weil das nicht ganz so viel Text zu lernen ist?
Das ist so geil. Leute sagen nämlich, sagen total oft Leute, ey, wie kannst du diesen Text lernen? Und ich glaube, wenn man nicht am Set war, ist es einem ja nicht bewusst. Aber wenn man am Set ist, man dreht ja am Tag vielleicht, keine Ahnung, wenn man den Luxus hat, 3 Minuten oder also von 1 bis 6 Minuten meinetwegen, irgendwie sowas. Das heißt, du hast maximal wahrscheinlich 4, 5 Seiten, 6, 7 Seiten maximal aber an Skript. Und da hast du vielleicht 20 Sätze, die du lernen musst. Also der Teil des Für manche ist das viel. Ja, aber also ich würde behaupten, der anspruchsvolle Teil des Schauspiels ist nicht die Sätze. Deswegen ist es, glaube ich, eher, wenn man so die 36 Minuten liest, ist es eher so der Teil, wo man sagt, okay, das kann einem was bringen, ist, dass diese Story-Arc einfach nicht so riesig ist, dass man es mehr im Kopf behalten kann, dass man mehr weiß, okay, wo ist denn der Charakter gerade emotional, nicht noch 10.000 Mal umblättern muss, okay, jetzt bin ich hier, weil wir beim Drehen springen von Episode 8 zu Episode 2. Ich glaube, das ist eher der Vorteil, dass es einfach kompakter ist in der Hinsicht. Gibt es so, weil du auch gesagt hast, das Drehen hat dir jetzt in Staffel 2 noch mehr Spaß gemacht, so diese eine Szene, bei der du schon beim Drehen dachtest, boah geil, das muss ich im Interview erzählen? Denke ich mir immer beim Drehen. Boah, wie kann ich das PR-mäßig ausschlagen? Nein, du weißt, was ich meine. Diese eine Szene, an die man sich dann noch immer erinnert, weil sie beim Drehen so besonders war. Besonders lustig, besonders schwierig. Ja, ich fand die Idee halt mega lustig, dass wir anfangen in der 2. Staffel in dieser Skihalle. So. Und halt so wir zelebrieren unsere erste Million. Und das ist eine riesenlange Szene gewesen. In den ersten Fassungen war das, glaube ich, fast die komplette erste Episode. Wir haben es dann irgendwie runtergekattet. Aber am Ende des Tages hatten wir irgendwie nur 2 Tage Zeit für diese Szene. Und wir hatten da fast einen Kollaps dabei. Und es war so absurd, in dieser Skihalle zu drehen, weil wir wirklich alle auch ich war in so dicken Sachen an, aber es war irgendwie total warm und dann sind wir auch wieder da reingegangen. Und das waren so 2 Tage, die so in meiner Erinnerung wie so ein Delirium sind. Ich erinnere mich noch dran, aber ich bin sehr gespannt, wie diese Szene geschnitten aussieht. Und ich glaube, da habe ich mich drauf gefreut, so die zu sehen, weil ich glaube, da war sehr viel Potenzial drin, aber nachher hat man es halt so zerstückelt an diesen Tagen, wo man einfach nur noch hineinschauen. Dass es schön ist, die irgendwie zusammen zu sehen. Sag mal, ich als aufmerksame Zuschauerin habe ja beobachtet, dass deine Rolle Dan nicht mit in diesen Interview-Versatzstücken mit drin ist. Deswegen habe ich mir überlegt, wird Dan ja wahrscheinlich irgendwann aus dem Weg geräumt werden. Der scheint ja nicht bis zum Ende, bis das Ganze auffliegt, mit dabei zu. Du lachst schon so. Was weißt du über die Figur, wie sich das noch entwickeln wird? Da gibt es ganz wilde Theorien, die ich schon gehört habe. Von wegen, er wird rausgeschmissen, bis hin zu, er hat die Rechte nicht unterschrieben für diese Interviews, bis hin zu, er stirbt. Also ich glaube, da gibt es ganz wilde Theorien und ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand an diesem Projekt eine Ahnung hat, was die wirkliche Antwort darauf ist. Also vielleicht, ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze, die man entwickeln könnte. Was ist denn dein Ansatz? Was ist deine Theorie? Ich glaube, die darf ich. Ach, ich weiß nicht, der ist bestimmt abgehauen, weil Dan hatte Bock irgendwie auf Malle oder sowas. Der hatte keinen Bock auf Dreharbeiten in irgendeinem Raum. Der ist auf Kuba und chillt gerade. Der hat keinen Bock darauf. Das heißt ja, dann wäre Dan ja raus in der nächsten Staffel. Mega, oder? Man muss in allen Drogenserien verpassen die Leute immer den Absprung, wann sie gehen und dann fallen sie irgendwann. Du musst wissen, wann ist der Höhepunkt, dann nimmst du das Geld und haust ab. Und ich würde sagen, Dan ist einfach emotionally smart und haut im richtigen Moment ab. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist meine Hoffnung. Wie ist es eigentlich, in einer Serie mitzuspielen, die ja wirklich auch international geguckt wird? Also ich glaube, in über 180 Ländern kann es gestreamt werden. Was hast du da jetzt für Erfahrungen gemacht? Also wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus? Wirst du im Urlaub im Ausland erkannt? Ja, Netflix ist erstmal noch vor allem auch so ein großer Begriff für Leute. Also es ist so lustig, weil wenn man Menschen, das ist ein bisschen wahrscheinlich wie für eine ältere Generation war das so Tatort. So, bei meiner Oma war es so, wenn ich keinen Tatort gemacht habe und ich habe nie einen Tatort gemacht, dann ist es so, du bist kein Schauspieler. Und ich glaube, so bei jungen Leuten ist es so, oh, du hast für Netflix gedreht, dann bist du ein Schauspieler. Davor wird man noch nicht so angesehen als Schauspieler. Und es ist verrückt natürlich, dass es überall auf der Welt ist. Ich habe das ganz oft, dass ich mir vorstelle, an all den Orten auf der Welt, an denen ich schon war, und ich bin irgendwie relativ viel rumgekommen in meinen jungen Jahren, da passiert alles, was ich gesehen habe, passiert gerade gleichzeitig. Und dann stelle ich mir vor, dass an all diesen Orten gibt es eine potenzielle Möglichkeit, dass man irgendwas gucken kann.
Und das ist irgendwie weird. Das ist weird. Das ist schon weird. Gibt es außer How to Sell Drugs Online Fast 2 gerade eine Serie, die du uns noch empfehlen kannst zu gucken? Ich feiere mega, das sage ich immer und immer wieder, ich feiere Black Mirror halt total, die Serie auf Netflix. Weil ich liebe es, dass die so in sich geschlossen sind, die Episoden. Also man wird da nicht so reingesogen, sondern ist man jede Episode, man guckt diese Episode und ist danach nur so, okay, ich muss jetzt immer wieder klarkommen, was will die mir sagen, welche Metaebenen gibt es da? Und ich finde es total schön, die irgendwie so dann mit Freunden zu besprechen. Und deswegen bin ich ein riesen Black Mirror-Fan, weil oft denkt man auch plötzlich sich so, es ist gar nicht so weit hergeholt. Also gibt es so eine Folge auch mit Bewertungsplattformen zum Beispiel. Und das ist nicht so weit weg von Netflix, von Instagram oder von anderen Social-Media-Plattformen. Und das finde ich immer cool gemacht, dass es einem auf so einer Entertaining-Ebene Sachen aufzeigt, die wahrscheinlich ziemlich real sind. Okay, dann haben wir jetzt auf der Liste Black Mirror und How to Sell Drugs Online Fast 2 zum Gucken. Vielen Dank, Damian, fürs Interview. Vielen Dank dir. Mach's gut.